Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Ich habe für euch heute ein wunderbares Gulaschrezept mitgebracht. Und zwar das Original Hirtengulasch-Rezept aus dem 9. Jahrhundert. Und wer wissen will, wie dieser Name entstanden ist und wo das Rezept herkommt, der bleibt dran. Wen der historische Hintergrund nicht so interessiert, der spult einfach vor. Ich setze euch eine Zeitmarke. Ja, das Rezept kommt, wie gesagt, aus dem 9. Jahrhundert und leitet sich ab von dem Namen Gulyas oder ungarisch Gulja, was für Rinderherde steht. Und damals haben die Hirten dieses Rezept draußen am Feuer gekocht. Es war ein super kräftiges, einfaches Gericht für den harten Alltag eines Hirten. Und daher so meine Empfehlung, wer draußen kochen möchte, am Lagerfeuer, mal im Dutch-Ofen oder sonst wie, der muss dieses Rezept unbedingt mal nachkochen. Er kann es natürlich auch ein bisschen vereinfachen und zwar eine ungarische Version draus machen, mit Paprika, Kartoffeln und Knoblauch und sonst was. Aber wir werden heute das Originalrezept nachkochen. Deshalb gehen wir jetzt in die Küche und schauen uns die Zutaten an. So, kommen wir zu den Zutaten des Hirtengulaschs. Eigentlich relativ einfach. Wir brauchen Gulasch, Rindergulasch am besten. Der gefällt mir. Ich war wirklich am Überlegen, was machst du. Es war kein Bio-Gulasch mehr da, weil ich erst spät abends einkaufen war. Und dann gab es noch dieses Paket, das ist aber Haltungsform 3. Da halte ich eigentlich nicht so viel von. Aber letztendlich, ich wollte es unbedingt am Wochenende mal kochen. Also, Gulasch. Dann brauchen wir Zwiebeln. Am liebsten die aus dem eigenen Garten. Wir haben dieses Jahr eine sehr gute Zwiebelernte gehabt, deshalb kommen da die eigenen Zwiebeln rein. Ich habe 2 alte noch dazu gelegt, damit wir die mal verbrauchen. Dann Kümmel, Meeressalz und 1,5 Liter Wasser. So, und das war's auch schon. Wirklich ein Rezept mit ganz, ganz wenigen Zutaten. Das gefällt mir immer besonders gut, weil da ist der Geschmack sehr intensiv. Also, dann werden wir jetzt die Zwiebel klein schneiden und dann kochen wir den Gulasch nach. So, wir machen die Zwiebel jetzt klein. Und dazu werden wir die erstmal schälen. Ich mache eine Zwiebel vor und den Rest, ich glaube, das sparen wir uns. Ich glaube, jeder kriegt ein paar Zwiebeln gehackt. Während ich die jetzt klein mache, also in dem Rezept stand drin hacken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die hacke. Ich glaube, ich werde da so feine, halbierte Streifen draus schneiden, weil ein bisschen mehr zum Beißen nachher ist. Ich glaube, das gefällt mir besser. Vielleicht noch ein Punkt. Ihr habt gesehen, ich habe Meeressalz genommen. Oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Wen das interessiert, der kann sich gerne mal im Internet auch informieren. Dieses ganze Fluorid, was ja ganz oft in dem Salz drin ist. Fluorid ist ja letztendlich hochgiftig. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das in seinem Körper mit aufnimmt. Ist ja auch sehr oft oder fast immer in Zahnpasta drin. Auch da achte ich darauf, dass ich keine Zahnpasta mit Fluorid nehme. Da gibt es so eine, ich weiß gar nicht, ob das auf Netflix war, wo ich es mal gesehen habe. Das hieß, glaube ich, die Zahnpasta-Story oder so, oder diese Zahnpasta-Geschichte. Die müsst ihr euch mal anschauen. Da bekommt ihr mal mehr Background, wie man damals auf die Idee gekommen ist, Fluorid in die Zahnpasta zu machen. Das hatte man nicht gemacht, um die Zähne zu schützen, aber macht euch da selber mal schlau und überlegt euch, ob ihr das weiter benutzen wollt oder nicht. Aber das ist, wie gesagt, kein Tipp, das ist nur meine persönliche Meinung. Das muss jeder natürlich für sich selber entscheiden. Gut, also ich werde die in so kleine Streifen hier schneiden. Ich denke, das ist eigentlich ganz cool. Das müsst ihr selber wissen, ihr könnt sie vielleicht auch hacken. Wir probieren es so aus, die Restchen mache ich klein und dann sehen wir uns wieder zum Fleisch anbraten. Ich bin jetzt draußen im Garten und bereite gerade den Dutch-Ofen vor. Und da habe ich mir überlegt, ich zeige euch noch mal ganz kurz den Flexfire. Auf dem werde ich das nämlich heute kochen, denn das Holz, was ich hier gesammelt habe auf meiner Außenkochstelle, ist super nass geworden. Also wirklich klitschenass, das kann ich nicht verwenden, das muss erstmal wieder getrocknet werden. Aber der Flexfire ist dafür super geeignet, jetzt drauf zu kochen. Und ich wollte euch das mal kurz zeigen. Ihr habt ja vielleicht das Video vom Chili con Carne gesehen. Da ist der ja mit Kohle gebrannt und Kohle wird super heiß. Und schaut mal, das Ding hat quasi keinen Verzug. Aber es hat mega funktioniert. Da bin ich total glücklich. Und der Topf ist ja auch bestimmt 10 Kilo schwer, der da drauf stand. Nur mal so vielleicht als Feedback. Wir werden aber heute mit Holz kochen. Dafür habe ich die Frontplatte schon gewechselt. Jeder, der es nicht weiß, der Flexfire ist ein Multifuel-Kocher. Das heißt, man kann mit Holz, Kohle, mit einer Einsatzplatte, auch mit einem Trangia oder einem Gasbrenner, Esprit, alles im Prinzip darin verwenden. Und der ist einfach geil zum Mitnehmen. Ja. Aber ich möchte nicht darauf verzichten, jetzt bin ich zu Hause und deshalb werden wir heute ihn wieder anschmeißen.
Gut, als Unterstand habe ich heute einfach mal den Grill wieder genommen, denn auf den Boden möchte ich ihn jetzt gerade nicht stellen, da muss ich mich immer so bücken. Ich habe es im Rücken. So, gut. Also wir füllen den jetzt mit Holz. Und da werden wir den anzünden und dann sehen wir uns gleich wieder. Der ist jetzt schon an, der Flexfire. Das funktioniert am schnellsten, wenn man keinen Bock hat, mit einem Feuerstarter Feuer zu machen, indem man einfach unten auf die Ascheplatte einen Spitwürfel legt. Und dann seht ihr ja, das Holz ist jetzt einigermaßen trocken. Der zieht halt wie Hölle. Und dann ist der auch sofort an. Ne? Ich lasse das jetzt ein kleines bisschen runterbrennen, damit ich den Topf draufstellen kann. Und von dann werde ich die nur noch von der Seite hier füttern. Ja, hier ist so eine große Öffnung, ihr seht so 2 Stücke, passen da locker rein. Und dann kann ich von dort aus immer nachschieben, um das Feuer dann die nächsten 1,5 Stunden am Laufen zu halten. So, der brennt jetzt ein paar Minuten und ich würde sagen, wir können mit dem Kochen im Dutch Oven beginnen. Okay, ich habe jetzt ein bisschen Schmalz reingemacht. Und wenn der drin ist, können wir tatsächlich auch schon... Oh shit. Gut, dass ihr das nicht gesehen habt, mir ist alles runtergefallen. Da muss ich neues Wasser holen, das liegt unten. Und natürlich auch die ganzen Funksachen für das Headset. Nicht so dolle, ist nicht schlimm. Zweite Priorität, erstmal gucken wir, dass wir das hier ans Laufen kriegen. Gut, der Rest, der schmilzt jetzt noch schnell, aber ich denke, wir können schon loslegen. Ich schmeiß das jetzt zusammen rein, da gehen ja tatsächlich die Meinungen auseinander, ob man erst Fleisch oder erst Zwiebel und reinmachen soll. Wir machen das jetzt mal so. Ich denke, das wird schon ganz gut funktionieren. Gut, dann salzen wir und pfeffern das noch schnell. Beziehungsweise Salz kann man nie ein bisschen aufpassen, nicht, dass es zu salzig wird. Lieber nachher später nachwürzen. So, dann kommt da noch ein bisschen Kreuzkümmel mit rein. So, und dann rühren wir das erste Mal um. Gucken mal, dass wir das vernünftig angebraten bekommen. Ja, das sieht schon gut aus, wie das hier brät auf dem Stove. Ja, jetzt immer mal wieder ein bisschen Holz nachlegen. Und dann lassen wir das jetzt mal vernünftig anbraten. Vielleicht ein kurzer Zwischenstand. Das Wasser ist jetzt soweit verkocht und das brät jetzt vernünftig an da unten. Nur falls sich jemand wundert, warum hier die Flammen rauskommen. Ich habe den Hobo so eingestellt, dass die Luft nicht oben so stark durchzieht. Also man kann die Topfhalter, wo der Topf drauf steht, kann man so einstellen, dass die Luft oben rausgedrückt wird oder eben nicht. Und ich habe relativ trockenes Holz. Ich will nicht, dass das so schnell verbrennt. Das würde ich machen, wenn ich feuchtes Holz hätte, damit das vernünftig zieht. Aber dadurch kommt natürlich bei dem Effekt, den der Kocher erzeugt, die kalte Luft unten rein und geht ein Teil hier auch durch das Fenster wieder, wo man nachschiebt, raus. Darum drückt es so ein bisschen die Flammen da vorne raus. Das ist aber gar nicht schlimm. Das zeigt halt einfach nur, dass dieser Kocher extrem gut zieht. Ne? Dass selbst wenn die Luftzufuhr oben zu ist, dass trotzdem die Flammen drinnen genug Sauerstoff bekommen. So, gut, mehr wollte ich gar nicht dazu sagen. Es ist soweit. Also das Anbraten hat super gut funktioniert. Und ich werde das jetzt anschütten mit Wasser. Und dann muss das circa noch 1 Stunde vor sich hin köcheln. Das heißt, immer mal wieder nachlegen, umrühren. Und in 1 Stunde wird das fertig sein. Und dann sehen wir uns am Verkosten wieder. Super. Gut. Das Wasser darf dann auch so ein bisschen noch verkochen. Und dann hoffe ich, dass dieser Schmortopf oder das Hirtengulasch ganz gut geworden ist. Bis später. Gulasch war jetzt 1,5 Stunden am Kochen und guckt mal, ist so eine Art Gulaschsuppe geworden. Also wer es ein bisschen dickflüssiger mag, muss ein bisschen weniger Wasser nehmen. Aber das sieht soweit ganz gut aus. Wir werden den jetzt mal in eine Schüssel tun und dann verkosten wir sie. Oder ihn besser gesagt. Kommen wir zur Verkostung des echten Hirtengulaschs. Und ihr habt es vielleicht auf den Videos schon gesehen. Es ist so ein bisschen wie eine Gulaschsuppe geworden. Also ich denke mal, mit Kartoffeln dazu ist das mega lecker. Aber wir werden es mal so probieren. Wir probieren erstmal die Soße, also die Suppe. Boah, die ist mega kräftig geworden. Super. Das Fleischaroma ist richtig gut reingezogen. Schmeckt sehr, sehr lecker, muss ich sagen.
Könnt ihr natürlich noch überlegen, ob man die noch ein bisschen schärfer macht. Also ich esse ja gerne scharf. Also überlegt euch, da so eine Chilischote mit reinzumachen. Jetzt kommen wir mal zum Fleisch. Ist weich geworden, ist lecker, ist ein rundes Bild. Der Kümmel kommt so ganz leicht durch, das gefällt mir sehr gut. Und ich würde sagen, für eine Original-Hirten-Gulasch ist das wirklich sehr, sehr lecker, das Rezept. Werde ich häufiger machen. Könnte ich mir auch super gut als Partysuppe vorstellen, muss ich sagen. Also wenn das Wasser halt nicht ganz verkocht, so wie es jetzt hier auch passiert ist das eine super Partysuppe, Leute. Also schreibt es euch auf für die nächsten großen Event. Und dann kocht ihr die einfach nach. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie es schmeckt. Ich danke allen Zuschauern und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, ich würde mich mega freuen, wenn ihr die Glocke drückt und abonniert. Ist natürlich völlig kostenfrei, hilft mir aber, dass der Kanal wächst. So, ihr Lieben, vielen Dank. Noch ein schönes Wochenende, obwohl ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch Dienstag raus, das Video. Mal gucken. Trotzdem eine schöne Woche und wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut.